70.000 Euro, 65.000 und wieder hoch auf 68.000. Kennst du das? Bei jeder dieser Zahlen macht dein Herz einen Sprung und du fragst dich, soll ich jetzt kaufen oder doch lieber verkaufen? Ich kenne dieses Gefühl nur zu gut. Dieser ständige Zwang, auf den Chart zu starren, die Angst, den nächsten großen Bullrun zu verpassen, die berühmte FOMO oder in einem Crash alles zu verlieren. So ging es mir auch, jahrelang, bis ich eine Entscheidung für mich getroffen habe. Ich spiele dieses Spiel einfach nicht mehr mit. Stattdessen folge ich einer simplen Formel, die auf erprobten, fast schon mathematischen Modellen wie dem Power Law basieren. In diesem Video zeige ich dir, wie ich diese Formel nutze, um meine Emotionen komplett aus dem Spiel zu nehmen und langfristig, fast schon entspannt, ein Vermögen im Bitcoin aufzubauen. Bleib dran, denn das hier könnte die Art und Weise, wie du über das Investieren denkst, für immer verändern. Jeder, der schon einmal eine Weile im Kryptomarkt unterwegs ist, hat wahrscheinlich seine eigene Kriegsgeschichte. Meine ist nicht besonders originell, aber vielleicht erkennst du dich darin wieder. Ich bin eingestiegen, weil ich von den unglaublichen Gewinnen gehört habe. Mein erster Kauf fühlte sich an wie ein Lottoschein. Ich habe mein Portfolio im Minutentakt aktualisiert und jede grüne Kerze war ein Dopaminschub. Jede rote Kerze löste pure Panik aus. Mein ganzer Tag wurde von den Launen des Marktes bestimmt. Ich habe schlecht geschlafen, auf der Arbeit heimlich auf Kurse gecheckt und war bei jeder negativen Schlagzeile sofort alarmiert. Ich habe aus FOMO nahe dem Gipfel von 21 gekauft und aus Panik in den darauffolgenden Korrektur mit Verlust wieder verkauft. Ich war der klassische Buy High, Sell Low Investor. Das genaue Gegenteil von dem, was man tun sollte. Das Schlimmste daran war nicht einmal der finanzielle Verlust. Es war der mentale Stress. Die ständige Unsicherheit, dieses Gefühl, ein Spiel zu spielen, dessen Regeln ich nicht verstand. Ich war ein Blatt im Wind der Marktstimmung. Und ich sehe, wie unzählige andere genau das Gleiche durchmachen. Sie jagen dem nächsten Hype nach, springen von einem Coin zum nächsten und verbrennen dabei nicht nur Geld, sondern auch ihre Nerven. Ich war an einem Punkt, an dem ich kurz davor war, alles hinzuschmeißen. Doch dann kam mir ein Gedanke. Es kann doch nicht sein, dass langfristiger Erfolg in einem so starken Asset wie Bitcoin reines Glücksspiel ist. Die großen, erfolgreichen Investoren schauen nicht im Minutentakt auf die Charts. Sie müssen ein System haben. Die müssen etwas wissen, was ich nicht weiß. Also fing ich an zu graben. Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, die Geschichte von Bitcoin zu studieren. Aber nicht nur die Preischarts, sondern die Muster dahinter. Ich habe herausgezoomt, weit heraus. Statt mir die Charts für die letzten 24 Stunden anzuschauen, habe ich mir die Charts der letzten 10 Jahre angesehen. Und plötzlich war da diese unglaubliche Klarheit. Der ganze Lärm, das tägliche Auf und Ab, verschwand und machte einer Struktur Platz. Einer fast schon majestätischen, aufwärts gerichteten Bewegung, die zwar von heftigen Schwankungen begleitet wurde, aber einem klaren, übergeordneten Muster zu folgen schien. In diesem Moment entdeckte ich die 2 Säulen meiner heutigen Strategie, die ich meine Bitcoin-Formel nenne. Das ist keine geheime Alchemie, sondern die Kombination von 2 datengestützten Modellen. Erstens das Power Law für die ganz langfristige Perspektive. Es gibt mir den Rahmen und das Vertrauen, selbst in den tiefsten Bärenmärkten cool zu bleiben. Und zweitens die Marktzyklen für das mittelfristige Timing. Sie helfen mir zu verstehen, in welcher Phase des Spiels wir uns gerade befinden. Sie gaben mir endlich einen Plan, eine Landkarte für die sonst so chaotisch wirkende Welt. Was genau ist nun dieses Power Law? Vereinfacht gesagt, es ist ein mathematisches Modell, das die bestimmte Art von Wachstum beschreibt, das wir überall in der Natur und in menschlichen Systemen finden.
Im Kontext von Bitcoin beschreibt das Power Law einen langfristigen Wachstumskorridor. Stell es dir vor wie einen Tunnel, der ständig ansteigt. Dieser Tunnel hat einen Boden und eine Decke. Historisch gesehen hat der Bitcoin-Preis die Tendenz gezeigt, sich innerhalb dieses Tunnels zu bewegen. Er prallt mal am Boden ab und schießt euphorischen Phasen auch mal an die Decke. Aber im Großen und Ganzen bleibt er in diesem Kanal. Wenn du dir den Bitcoin-Chart über die gesamte Lebenszeit ansiehst und dieses Power Law-Modell darüber legst, ist das Ergebnis verblüffend. Es zeigt, dass die Kurse auf lange Sicht einem erstaunlich regelmäßigen, fast schon vorhersehbaren Pfad folgen. Was bedeutet das nun für uns als Investoren? Es bedeutet, wir können herauszoomen. Wir können den Lärm der täglichen Nachrichten und die kurzfristige Panik ignorieren. Solange sich der Preis innerhalb dieses langfristigen Kanals bewegt, ist die übergeordnete These intakt. Und noch mehr, das Modell gibt uns klare Zonen. Liegt der Preis am unteren Rand des Kanals, befinden wir uns in einer historisch gesehen einer massiven Kaufzone. Berührt er den Oberrand, ist es natürlich der Vorsicht geboten, da eine Korrektur wahrscheinlicher wird. Das Power Law ist mein Anker. Es ist die Stimme der Vernunft, die mir im tiefsten Bärenmarkt zuflüstert, alles im grünen Bereich. Das ist eine Kaufgelegenheit, keine Apokalypse. Es ist das Fundament meines Vertrauens in die langfristige Potenzial von Bitcoin. Während das Power Law die große Landkarte ist, sind die Marktzyklen unsere Etappenplanung. Viele Beobachter haben festgestellt, dass der Bitcoin-Markt in wiederkehrenden Mustern verläuft, die ungefähr 4 Jahre dauern. Diese Zyklen sind eng mit dem Halving verknüpft, dem Ereignis, das technisch alle 210.000 Blöcke stattfindet, was im Schnitt alle 4 Jahre der Fall ist. Dabei wird die Belohnung für das Schürfen von neuen Bitcoins halbiert. Das reduziert das neu geschaffene Angebot und hat historisch zu Beginn eines neuen Bullenmarktes eingeleitet. Wenn wir zurückblicken, lässt sich jeder dieser Zyklen grob in 4 Phasen einteilen, die sich historisch wiederholt haben. Erstens die Akkumulationsphase. Das ist der Kater nach der Party des letzten Bullenmarkts. Die Preise sind niedrig, das öffentliche Interesse ist am Boden, die Stimmung ist mies. Für informierte Investoren ist das die primäre Kaufzone. Hier wird der Grundstein für die Gewinne des nächsten Zyklus gelegt. Zweitens, die Vorbereitungsphase und das Halving. Langsam erwacht der Markt wieder. Der Preis beginnt stetig zu steigen, knackt wichtige Widerstände und das Halving sorgt für neues Medieninteresse. Der Optimismus kommt zurück. Drittens, der Bullrun. Das ist die Phase, von der allen träumen. Der Preis geht parabolisch nach oben. Die Mainstream-Medien berichten täglich, neue Rekordhochs werden geknackt und jeder Taxifahrer bis zu deiner Oma redet plötzlich über Bitcoin. Euphorie und Gier regieren den Markt. Viertens, das Zyklus-Top und die Verteilung. Die Euphorie ist am Siedepunkt. Der Preis macht ein letztes explosives Hoch. An diesem Punkt fängt das Smart Money, also die langfristig informierten Investoren, an, ihre Position schrittweise an die euphorische Masse zu verkaufen. Darauf folgt eine scharfe Korrektur, die den nächsten Bärenmarkt und damit die nächste Akkumulationsphase einleitet. Wenn man diese Phasen versteht, hat man einen unglaublichen Vorteil. Man lässt sich nicht mehr von der Euphorie des Bullenmarkts mitreißen und kauft somit am Top. Man fällt aber auch nicht in Panik, wenn der Bärenmarkt kommt, sondern erkennt ihn als eine Chance, die er ist. Man lernt, gegen die allgemeine Marktstimmung zu handeln. Wenn dir diese Art von Analyse gefällt, die sich auf Daten und langfristige Modelle statt auf täglichen Hype konzentrieren, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Das hilft diesem Kanal ungemein und du verpasst keine meiner zukünftigen Strategievideos mehr. Okay, wir haben das Power Law als Kompass und die Marktzyklen als Etappenplan. Aber wie setzen wir das jetzt praktisch um? Mit einer der einfachsten, aber mächtigsten Strategien überhaupt, dem Dollar Cost Averaging. DCA bedeutet nichts anderes als in
regelmäßigen Abständen, zum Beispiel jede Woche oder jeden Monat, einen festen Betrag in Bitcoin zu investieren, egal wie der Kurs gerade steht. Das hat zwei riesige Vorteile. Erstens, es automatisiert dein Investieren und nimmt die Emotionen aus dem Spiel. Du musst nicht mehr raten, ob du jetzt den perfekten Zeitpunkt zum Kaufen erreicht hast. Dein Plan ist, jeden Montag kaufe ich für 50 Euro. Fertig. Zweitens, du glättest deinen durchschnittlichen Einkaufspreis. Du kaufst mal etwas teurer, mal etwas günstiger, aber über die Zeit baust du eine Position zu einem fairen Durchschnittspreis auf und vermeidest das Risiko, dein gesamtes Kapital an einen einzigen ungünstigen Punkt zu investieren. Aber ich betreibe kein blindes DCA. Ich nutze meine Bitcoin-Formel für ein Smart DCA. Das heißt, in der Akkumulationsphase des Zyklus und/oder wenn der Preis sich am unteren Rand des Power Laws befindet, erhöhe ich meine DCA-Raten. Wenn Bitcoin quasi im Angebot ist, kaufe ich aggressiver. In der euphorischen Phase des Bullenmarktes, wenn der Preis sich am oberen Rand des Kanals befindet, mache ich das Gegenteil. Ich reduziere meine DCA-Raten oder pausiere sie sogar. Vielleicht beginne ich sogar damit, einen kleinen Teil meiner Gewinne zu realisieren, ein DCA-Out. Diese Kombination ist der Schlüssel. Das DCA ist der Motor, der mich stetig voranbringt. Und die Modelle sind mein Navi, das mir sagt, wann ich Gas geben sollte oder wann ich vom Gas gehen sollte. Was ist nun das Ergebnis dieser Strategie? Klar, mein Portfolio ist über die Jahre gewachsen. Aber das ist nicht der wichtigste Gewinn. Der wahre Gewinn ist meine absolute mentale Ruhe. Ich schlafe wieder gut. Ich schaue vielleicht einmal am Tag auf den Kurs, aber nicht aus Angst oder Gier, sondern aus reinem Interesse. So wie man halt das Wetter checkt. Eine Korrektur von 20% löst bei mir keine Panik mehr aus. Ich sehe sie auf meiner Karte, erkenne sie als normalen Teil des Zyklus und weiß, dass mein System mir sagt, halten oder sogar nachkaufen. Ein parabolischer Anstieg löst keine FOMO mehr aus. Mein System sagt mir, Vorsicht, die Euphorie nimmt jetzt Überhand. Zeit, über Gewinnmitnahmen nachzudenken. Ich habe einen klaren Wenn-Dann-Plan. Wenn der Preis unter den 200 Wochen Durchschnitt fällt, war das für mich historisch immer ein klares Signal, meine Kaufraten zu erhöhen. Es gibt kein Raten mehr. Es gibt nur noch das Ausführen eines Plans, der auf Daten und Wahrscheinlichkeiten beruht, nicht nur auf Emotionen. Ich gehöre nicht zu diesen Zockern, sondern zu den informierten, langfristigen Investoren. Bevor wir nun zum Ende kommen, ist mir ein Punkt extrem wichtig: Transparenz und Risikobewusstsein. So mächtig diese Modelle auch sind, sie sind keine unfehlbaren Prophezeiungen. Erstens, der wichtigste Grundsatz lautet, vergangene Performance ist keine Garantie für die Zukunft. Nur weil die Zyklen und das Power Law bisher gut funktioniert haben, ist das keine Garantie, dass es sie immer tun werden. Die Zyklen können sich verändern. Die Volatilität kann abnehmen. Oder ein unvorhersehbares Ereignis kann die Spielregeln ändern. Zweitens, das sind Modelle und keine Naturgesetze. Das Power Law ist eine statistische Annäherung auf Basis von historischen Daten. Es ist ein Werkzeug der Orientierung. Und drittens, die wichtigste Warnung: Nutze Kredite und geliehenes Geld nur, wenn du genau weißt, was du tust. Die Volatilität von Bitcoin ist immer noch extrem. Der Einsatz von Fremdkapital multipliziert natürlich dein Risiko und kann zu einer vorübergehenden Korrektur zu hohen unrealisierten Verlusten führen. Investiere wirklich nur, was du bereit bist, im schlimmsten Fall komplett zu verlieren. Wenn du aber vom Power Law überzeugt bist, so wie ich es bin, kannst du mit einem Kredit im Bärenmarkt dein DCA stark erweitern und den Kredit in der Bullenphase wieder zurückzahlen, anstatt mit einer kleinen DCA über den gesamten Zeitraum konstant zu halten. So profitierst du noch viel, viel stärker von niedrigen Preisen. Fassen wir also die Bitcoin-Formel noch einmal zusammen. Es ist ganz einfach. Erstens, zoome heraus. Nutze das Power Law, um die langfristigen Wertkorridor von Bitcoin zu verstehen und den täglichen Lärm zu ignorieren. Zweitens, verstehe das Spiel. Erkenne den historisch beobachteten 4-Jahres-Zyklus, um zu wissen, ob du dich eher in einer Kauf-, Halte- oder Verkaufsphase befindest.
Und drittens, handle systematisch. Nutze Dollar Cost Averaging als Motor, um emotionslos und diszipliniert zu investieren. Und passe deine Raten an die jeweilige Marktphase an. Diese Formel hat mein Leben als Investor verändert. Sie hat Stress durch Strategie ersetzt, Panik durch einen Plan und pures Raten durch datengestützte Entscheidungen. Wenn du auch lernen willst, wie man Emotionen aus dem Investieren entfernt und einen klaren langfristigen Plan verfolgst, dann abonniere diesen Kanal für mehr solche Analysen und gib diesem Video gern ein Like. Jetzt würde mich deine Meinung brennend interessieren. Nutzt du ähnliche Modelle oder hast du eine ganz andere Strategie? Schreib es mir unten in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.